Warum, Plarium? Der Valentinstag steht vor der Tür, das Fest der Liebe und es gibt einen Heldenpfad, der wieder zeigt, dass Fusionen eher eine Challenge sind als eine leichte und einfache Möglichkeit, an einen neuen legendären Champion zu kommen. Ich zeige euch in diesem Video den kompletten Heldenpfad, wir analysieren die Punkte, die ihr braucht und ich gebe euch noch den ein oder anderen Tipp mit, wie ihr mit diesem Heldenpfad auch umgehen könnt. Ich bin Bone, viel Spaß mit dem Video. Hallo und schön, dass du wieder einschaltest zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Herzlich willkommen auch an alle, die zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal sind. Wenn euch die Videos gefallen, denkt an das Like, denkt an das Abo, bringt den Kanal weiter und sorgt auch dafür, dass die Analysen, die News und auch die Grundlagenvideos, die ich mache, einfach viel mehr Raid-Spieler und Spielerinnen erreicht, die mich vielleicht auch noch nicht kennen und die damit hoffentlich auch besser mit Raid zurechtkommen. Und worüber wir heute sprechen, ist natürlich der Heldenpfad der Liebe. Nein, er heißt nicht Heldenpfad der Liebe, sondern er heißt Tänzerinnenpfad. Wir sehen ihn hier, den Tänzerinnenpfad, denn natürlich geht es hier hauptsächlich um die 25 Fragmente von Esme, also der aktuellen Fragmentfusion. Wir wussten ja schon aus dem Fusionsplan, dass uns hier drinnen 25 Fragmente auch erwarten. Und den schauen wir uns jetzt im Detail an. Wenn ihr also die Fusion macht, dann ist es vielleicht ganz spannend, wie viele Punkte und wie ihr diese Punkte auch machen könnt. Wenn ihr die Fusion nicht macht, dann ist natürlich die Fragestellung, ob es sich überhaupt lohnt, in diesem Tänzerinnenpfad irgendetwas zu machen. Denkt also daran, ich gebe euch Input, ich beschreibe die Situation, ich gebe euch vielleicht noch ein paar Insights. Wir sind sozusagen ein bisschen gedankliche Sparringspartner, aber die Entscheidung, was ihr auf eurem Account macht, die trefft natürlich nur ihr, denn nur ihr kennt auch euren Account. Ich bin hier im Augenblick eingeloggt mit meinem Hell Hades Free-to-Play 25 Account und der Account wird auch später, Spoiler, trotz aller Empfehlungen, die ich abgeben werde, Splitter aufmachen. Warum ich das mache, da sprechen wir dann darüber, wenn wir zu dem Splitter-Part kommen. Es wird Abschnitte geben, wenn ihr also Lust auf diese Splitter-Puls habt, euch der Heldenpfad sowieso nicht interessiert, dann könnt ihr gerne dann auch auf diese Sprungmarke klicken und dann auch auf diese Splitterpuls gehen. So, wir haben hier diesen Tänzerinnenpfad und dieser Tänzerinnenpfad gibt auf zwei unterschiedliche Varianten Punkte. Ihr seht das immer, wenn ihr hier selbst auf dieses i klickt. Wir haben, wie angekündigt, wie ich es auch in meinem Fusionsplan-Video vermutet hatte, einen Dungeon-Taucher und wir haben zusätzlich Punkte vergleichbar zu einem Beschwörungsrausch. Also es gibt Punkte abhängig der Qualität der Splitter. Ganz kurz, um auf diesen Dungeon-Taucher auch einzugehen, damit ihr so ungefähr einen groben Richtwert habt, wie viel Energie müsst ihr für wie viele Punkte auch einstecken. Wenn ihr davon ausgeht, energieeffizient ist es normalerweise Stufe 20 von einem Dungeon zu farmen. Da bekommt man immer so 5, 6 Sterne Gear, meistens episch. Deswegen nehme ich mir jetzt hier mal episch 5 Sterne als Beispiel heraus. Das sind 31 Punkte. Manchmal gibt es ja auch blau, es sind dann 26 Punkte. Manchmal ist es auch 6 Sterne, dann sind es 43 Punkte. Also irgendwo da, sage ich mal, so zwischen 30 und 35 Punkten dürfte es sein. Nachdem ein Run auf diesen Dungeon 16 Punkte auch kostet, würde ich sagen, wenn ihr grob überschlagen wollt, was ihr über das Laufen von Dungeons, über Energie, die ihr in Dungeons steckt, hier an Herzpunkten auch bekommt, könnt ihr mal sagen, ungefähr 2 Herzpunkte pro Energie, die ihr reinsteckt. Ihr steckt also 1000 Energie in ein Dungeon, weil ihr zum Beispiel noch die Feuerritterpunkte auch für die Fragmente braucht oder weil ihr noch das aktuelle Event-Dungeon auch farmt. Da laufen ja 2 Turniere momentan. Geht davon aus, dass das Ganze euch dann entsprechend ungefähr 2000 Punkte bringt. Das ist schon ein Tropfen auf den heißen Stein, aber auch ein Tropfen, den man nicht ganz unterschätzen darf. Deswegen ganz klare Empfehlung. Im Idealfall, wenn ihr Splitter öffnen möchtet, öffnet eure Splitter so spät wie möglich, also wahrscheinlich am Sonntagabend erst. Montagmorgen, wenn ihr euch zutraut, es dann auch nicht zu vergessen, für den Fall, dass es euch sehr wichtig ist. Denn bis dahin könnt ihr ganz normal im Spiel spielen. Ihr werdet ja ganz normal eure Dungeons laufen und damit bekommt ihr Dungeon-Taucherpunkte und wisst, wie viel euch fehlt zwischen den Punkten, die ihr bereits gesammelt habt, durch den Dungeon-Taucher, dem, was ihr erreichen möchtet. Deswegen lohnt sich hier auch der Sonntag. Wenn also ein Splitter-Event am Wochenende startet, und es startet ja bei Raid jedes Wochenende ein Splitter-Event, ihr müsst da nicht immer direkt am Freitag rein. Ihr könnt auch bis Sonntag warten. Das hat ganz oft Vorteile. In dem Fall
hat es sogar einen riesengroßen Vorteil. Ich habe euch noch was vorbereitet und zwar zu dem zweiten Teil Beschwörungsauswahl. Hier unten sehen wir ja nur die klassischen Punkte, also heilige Splitter 4, 5 und so weiter. Normalerweise bei einem Beschwörungsrausch, das ist ja für uns so ein bisschen der Vergleichsmaßstab, gibt ja ein heiliger Splitter 500, ein Elementarsplitter 200, einen leeren Splitter 120, Antike meistens 20, außer es ist mal so ein Doppel- oder so ein Spezialevent. Und mysteriöse Splitter geben 1. Also ich sitze hier direkt vor den mysteriösen Splittern, die sind aber nicht so wichtig. Deswegen gehen wir hier nochmal raus. Ihr wisst, wenn wir jetzt von den Punkten sprechen, die beste Option ist es, euren heiligen Splitter aufzumachen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Punkte müsst ihr aufmachen? Was wollt ihr in diesem Heldenpfad überhaupt erreichen? Was gibt es in diesem Heldenpfad? Und zwar, was es gibt, wir wissen 25 Fragmente, das war schon mal angekündigt. Aus den News von gestern wissen wir, es gibt auch die Seele von Esme und die Seele von Modo. Ganz interessant, weil wir haben Modo ja noch nicht als Champion und meine persönliche Einschätzung, die ich im Fusionsplan Video schon geteilt habe, ist, dass wir nächste Woche ein Schicksalsdeck bekommen mit einem garantierten Modo. Wie wir daran kommen, vielleicht Seelen auch in Kombination nochmal mit Splittern, was dann natürlich sehr teuer ist. Aber im Hinblick darauf, dass wir nächstes Wochenende eine Champion-Jagd haben, kann ich mir auch vorstellen, dass wir nochmal ein Event haben mit Splittern. Ist aber ein reines Kristallkugellesen. Vielleicht gibt es in irgendeiner anderen Art und Weise den Modo noch als garantierten Champion. Vielleicht kommt auch kein Deck, sondern bei der Champion-Jagd nächstes Wochenende ist auch Modo als garantierter Champion dabei. Es sollte ja auch eine Zweifachchance auf heilige Splitter geben, was normalerweise nicht empfehlenswert ist für eine Champion-Jagd, weil die Chance ist immer noch nur bei 12% einen Heiligen zu ziehen und man kann immer noch sehr, sehr viele Heilige öffnen, ohne dann wirklich dieses goldene Glühen und Leuchten auch zu sehen. Und ja, wenn wir einen Blick auf die Punkte werfen, dann sind das schon ein paar Hausnummern, die uns hier im Detail anstrahlen. Und auch hier habe ich euch mal was vorbereitet und das Ganze schon mal vorab zusammengerechnet. Das sind 266.000 Punkte, wenn ihr diesen kompletten Pfad machen möchtet. Warum sollte man diesen kompletten Pfad machen? Da gibt es genau einen Grund dafür, der aber so absolutes Kraken- und Whale-Territorium natürlich ist, wenn wir uns die Anzahl dieser Punkte anschauen. Es gibt verschiedene Abzeichen, Embleme, bei denen man eine Anzahl an Heldenpfaden komplett abgeschlossen haben muss. Nur wie wir an diesen 266.000 Punkten sehen, das ist eine ganz andere Hausnummer als ein Schicksalsdeck oder ein Titanereignis abzuschließen. Hier muss man richtig einstecken. Wenn ich jetzt rein an heilige Splitter denke, dann sind das zwischen 59 und 60 heilige Splitter. Also, wenn ihr die rumliegen habt, wenn ihr hier auch einen ganzen Schwung an zusätzlichen Belohnungen auch mit einheimsen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Dann habt ihr noch ein paar mythische Bücher, ihr habt 2 Seelen, ihr habt noch einen ganz netten Rahmen. Ah ja, aber lohnt sich das? Das ist jetzt so die zweite Frage. Und das ist natürlich auch eine Frage, wo ihr im Account gerade steht, was ihr auch machen möchtet. Also die Frage 1 ist es natürlich, geht ihr auf die Fusion oder geht ihr nicht auf die Fusion? Wenn ihr nicht auf die Fusion geht und aus meinem Fusionsplan-Video, aus den Kommentaren, auch aus der Community, was ich so mitbekomme aus Twitch, sind im Augenblick auch ganz viele dabei, diese Fusion dann auch zu überspringen, weil einfach die Ressourcen leer sind, weil man letztes Jahr sich so reingehängt hat, auch die ganzen tollen Champions, die ganzen Möglichkeiten mit einzusammeln. Und viele sparen, viele machen was anderes, ganz viele machen im Augenblick diese Esme-Fusion nicht. Und dann ist es natürlich einfach so, spart euch eure Splitter, macht einfach gar nichts auf, spielt normal und mit den Dungeon-Taucher-Punkten, die ihr habt, sammelt ihr einfach ein paar Belohnungen ein, die euch ein bisschen helfen. Das kann einfach ein kleiner Seelenstein sein, das können hier rechts ein paar Tokens sein. Also wenn ihr in dieser Situation seid, dann viel Spaß, dann danke, dass ihr dieses Video trotzdem schaut und dass ihr euch unterhalten lässt. Denkt bitte an das Like. Wenn ihr auf die Fusion geht und ich vermute mal, dass ihr dann besonderes Interesse an diesem Heldenpfad habt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Punkte braucht ihr, um an diese 25 Fragmente auch mit ranzukommen. Und werfen wir mal erstmal allgemein einen Blick darauf, wie das Ganze aufgebaut ist. Und danach habe ich euch wieder was vorbereitet, damit ihr schneller sehen könnt, wie viele Punkte das Ganze kostet. Und zwar haben wir im Kern 3 verschiedene Wege. Wir haben den linken Weg zu 5 Fragmenten, wir haben den rechten Weg zu 5 Fragmenten. Die Punktezahlen sind hier auch jeweils identisch. Unten drunter gibt es jeweils einen Schlüssel. Und da ist auch schon der Knackpunkt, denn der dritte, der mittlere Weg, der wird dadurch freigeschalten, dass ihr beide Wege geht. Also erst
Wenn ihr jetzt 10 Fragmente eingesammelt habt, dann könnt ihr diesen mittleren Weg auch freischalten und das ist so Entscheidung eins, die ihr treffen könnt. Denkt an meinen Fusionsplan. Ihr habt ja in Summe, wenn ihr dieses Trainingsturnier irgendwie nicht gewinnt oder oben abschließt, 15 Fragmente, die ihr euch schenken könnt. 115 kann man verdienen, 100 braucht ihr, um Esme zu beschwören. Das heißt, irgendwo könnt ihr euch 15 auch sparen. Die Champion-Jagd, die dann nächstes Wochenende kommt, das sind genau 15 Fragmente. Also ihr habt die Möglichkeit zu sagen, wenn ihr alles andere macht, alle anderen Events, es kommen ja auch noch ein paar Ausrüstungsverbesserungs-Events, also es wird euch schon noch Silber kosten. Es kommt nach dem hier kein Dungeon-Taucher mehr. Also der Rest bis auf die Ausrüstungsverbesserung sollte relativ entspannt sein. Deswegen, wenn ihr alles angeht, habt ihr die Gelegenheit zu sagen, entweder ihr spart euch die Champion-Jagd, nicht wissend, was es zusätzlich bei der Champion-Jagd gibt. Kommt da vielleicht ein sicherer Modo? Es gibt zweifach auf Heilige. Gibt es noch irgendetwas anderes? Bei einer Champion-Jagd könnt ihr natürlich auch Überreste aufmachen und über andere Varianten an Punkte kommen. Oder spart ihr euch die 15 Punkte hier bei diesem Heldenpfad? Und deswegen habe ich für mich auf dem Hauptaccount die Entscheidung getroffen, ich werde diese Champion-Jagd mitnehmen. Auch gerade, ich glaube, ich habe ein, zwei Überreste-Beschwörungen offen. Ich kann noch ein paar Reliktbewahrer beschwören. Also ich kann diese Champion-Jagd auch ohne großen Splitter-Einsatz mitnehmen. Hier aber, wenn ich mir das ansehe, dann habe ich einen Riesenschritt. Ich hole mir diese 10 zu, ich hole mir 15 oder sogar 25 Punkte. Ich meine, der Schritt zu 15 Punkten ist auch gar nicht so verkehrt. Dann kann man sich vielleicht eine Ausrüstungsverbesserung sparen. Und ich glaube, wenn ihr knapp an Silber seid, ist das auch ein denkbarer Weg. Und vielleicht mache ich das sogar auf meinem Hauptaccount, denn euch kostet das gar nicht so viel mehr. Also wenn ihr schon mal links und rechts gegangen seid, ihr habt hier 10 Punkte mit eingesammelt, dann legt ihr noch 2000 Punkte auch mit drauf, dann könnt ihr hier freischalten und dann nur noch für 3000 Punkte und das ist in Summe mit 5000 Punkten im Prinzip ein heiliger Splitter, habt ihr nochmal 5 Fragmente und könnt dann noch irgendeines der anderen Events sparen. Also wenn ich so drüber nachdenke, dann ist das, glaube ich, was ich machen werde und was ihr euch natürlich auch überlegen könnt, aus diesem Heldenpfad 15 Fragmente mitzunehmen, 10 einzusparen. Und mit ein bisschen Glück gibt es bei der Champion-Jagd ja vielleicht auch eine Aufteilung, wobei mit Pech ist es 5 und 10, dann nützt euch das natürlich nichts. Realistisch könnt ihr euch diese 5 dann bei einem Ausrüstungsereignis sparen und vielleicht mache ich das, um einfach mal wieder auf einen ganz schönen Silber und Kontostand dann auch zu kommen. Genau, dann sind wir hier bei der Mitte und dann haben wir für die jeweils 5 Seelen nochmal 2 Bäume. Und hier habe ich mal ein anderes Bild vorbereitet, wenn wir uns das anschauen. Wenn ihr alle diese Fragmente einsammeln möchtet, dann kostet euch das 76.500 Punkte in diesem Heldenpfad. Das sind jetzt so 17 heilige Splitter. Ich meine, nüchtern betrachtet kann man sich ein komplettes Event auch sparen, aber ganz oft sind die Fragmente bei Beschwörungsevent ja mal manchmal mit 6 heiligen Splittern erreichbar, manchmal mit 10 heiligen Splittern. Wenn man sich also denkt, ich kann mir ein komplettes Event sparen, das heißt 10, 6, 16, 17, dann sind wir schon irgendwo in der Domäne. Aber es ist und bleibt eine Herausforderung. Und ich muss sagen, das finde ich schade. Ich finde es schade, dass wir gerade so eine Partnerfusion haben, dass wir an Valentinstag in der Situation sind, dass uns einfach keine Fusion und kein legendärer Champion mal auf etwas einfacherem Weg gegönnt wird. Also, dass es einfach eine Herausforderung ist, wo man genau wieder mit den Ressourcen planen muss oder eben die Kreditkarte zücken, ganz klar. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das, was mich an dem Heldenpfad am meisten stört, dass es wieder eine herausfordernde Fusion ist, eine, bei der man wirklich die Ressourcen haben muss, bei der man sie auch einsetzen muss und nicht, dass wir mal in der Situation sind, okay, wir haben eine super einfache Fusion. Es ist schön, dann gibt es vielleicht noch den Partner auf ganz einfachem Weg zu bekommen und gerade alle, die einsteigen, haben dann auch noch ein Duo. Meine Meinung zu Essen hatte ich ja schon geäußert. Ich gehe davon aus, dass es natürlich hauptsächlich für Menschen ist, die weniger als ein Jahr spielen und eben nicht für Endgame-Spieler, die keinerlei Probleme oder wenig Probleme mit diesen Ressourcen haben. Und es wäre doch einfach schön gewesen, eine leichte Fusion zu haben und auch einen leichten Heldenpfad. Das ist hier nicht der Fall. Wir brauchen in Summe, wenn man die 25 einsammeln will, 76.500. Wie teilt sich das im Ganzen auf? Auch da könnt ihr euch ein paar Gedanken machen. Das Ganze startet mit beliebigen 500 Punkten. Ob ihr links oder rechts geht, ich würde ein wenig darauf achten, wie es bei euch im Inventar aussieht, ob ihr von einer der 2 Kategorien, also Ranghexe oder Seltenheitshexe, einfach weniger habt als von dem anderen und das wählt ihr dann entsprechend aus.
dann, wenn wir ein Stückchen hier hochscrollen, dann sehen wir, dass jeder Baum 16.500 Punkte hat. Also für diese 5 Fragmente sind es dann in Summe 33.000 Punkte für 10 Fragmente. Und dann geht es ja darum zu sagen, wenn ihr mehr haben möchtet, also gerade wenn ihr an die weiteren 5 auch mit rangeht, dann habt ihr hier 3.000, hier jeweils nochmal, also nochmal 5.000 dazu. Ihr seid bei 33, ihr seid also bei 38.000 Punkten für 15 Fragmente. Das sind im Prinzip 7 heilige Splitter, also ungefähr das, wovon ich gesprochen hatte, was ein normales Beschwörungsevent auch oft an Punkten kostet. Und im Hinblick dessen, dass ihr über eure Dungeon-Taucher jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, ihr habt jeweils 1.000 Energie, sagen wir so 3.000 Energie, die ihr vielleicht in Dungeons auch mit reinsteckt, also nochmal 6.000 Punkte mit abzieht, dann müsst ihr noch ungefähr 25.000 Punkte darüber machen. Also deswegen wahrscheinlich für diese 15 ist es sogar ein wenig leichter, als wenn ihr ein ganz normales Beschwörungsereignis auch hättet. Und deswegen für mich auch das Mittel der Wahl. Denn teuer wird es danach. Wir haben jetzt pro Seite, die hier angeht, um dann auch zu diesen Fragmenten zu kommen, nochmal 16.000 Punkte. Das heißt 32.000 Punkte plus die eigentlichen Fragmente. Das sind dann 6. Das heißt, ihr habt hier nochmal 38.000 Punkte. Und ich bin mir irgendwie sicher, garantiert habe ich mich um ein paar einzelne Punkte mal verrechnet. Wenn ich das Video nachher schneide, werde ich das sehen. Vielleicht blende ich da noch irgendwas ein. Ich hoffe jetzt einfach mal, das stimmt, was ich berechnet hatte. Aber im Kern ist für mich die Botschaft, ihr müsst euch wirklich gut überlegen, ob ihr euch diese letzten 10 Fragmente noch holt, wenn ihr auf den Heldenpfad geht oder auch nicht. Und dann verlassen wir den ganzen Bereich der Fusion selbst. Es geht dann, sobald ihr eine dieser Belohnungen auch eingesammelt habt, geht es dann in die nächsten Belohnungen. Also das hier sind wie immer Bücher, die man einsammeln kann und hier unten die Seelen. So, jetzt ist es immer eine Fragestellung. Natürlich, wenn ihr jetzt eine Seele haben wollt, gehe ich davon aus, dass ihr die Fusion auch macht. Sonst macht es keinen Sinn, so viel Punkte auch für die Seele auszugeben. Das gleiche für Modo. Ihr könnt natürlich spekulieren und sagen, ihr holt euch vielleicht keine Esme. Es wird Modo als garantierten Champion geben, dann holt ihr euch gleich die Seele. Ich persönlich mag das Kit von Modo, aber er ist auch nicht stark. Also gerade das, was ich gesehen hatte von den offiziellen Content Creatern, die auf dem Testserver mit ihm gespielt haben, die sind ja auch nicht so mega begeistert. Also ich glaube, wir sind hier nicht bei einem Must-Have-Champion, definitiv nicht. Und auch wenn ich ein riesengroßer Freund von Seelen für Champions bin, weil einfach die Champions so dermaßen viel stärker werden durch die Seelen, ist das natürlich eine riesige Investition. 50.000 Punkte für eine Seele plus das billigste über ein legendäres Buch nochmal 10.000 Punkte mehr, das heißt 60.000 Punkte für eine Seele, 110.000 Punkte für 2 Seele. Ich meine, für 5.000 der Rahmen, das ist dann noch ein Schnapper, also das ist dann ein Liebhaberobjekt, wenn ihr genug auf Lager habt, wenn ihr sowieso schon so intensiv auch mit reingeht. Also eine Variante, die natürlich existiert, die ist jetzt hier mit den Punkten auch nicht gekennzeichnet, deswegen zeige ich euch das vielleicht hier auch am besten ins Spiel, ist es zu sagen, ihr ignoriert diesen mittleren Baum mit den 10 Fragmenten, also eigentlich genauso, als würdet ihr nicht auf die Seele gehen. Ihr seid dann bei diesen 38.000 Punkten, die ich erwähnt hatte, geht dann noch weiter, seid bei 48.000 Punkten im günstigsten Fall über dieses legendäre Buch und damit bei knapp 100.000 Punkten, wenn ihr die Fusion macht. Und auch in letzter Zeit hat man ja ganz oft Seelen für den Wert eines Champions, also auch so für 20 heilige Splitter gesehen, im Hinblick, dass man über den Dungeon-Taucher auch wieder Punkte machen kann. Ist es eigentlich keine Überraschung? Ja, im ersten Blick ist man immer super schockiert, wenn man die Zahlen sieht. Und ich finde es auch aus den vorhin genannten Gründen einfach nicht schön, weil ich gerne mal eine Fusion hätte, die uns auch auf leichtem Weg einfach mal Champions zur Verfügung stellt und eben nicht so immer diese Herausforderung und immer diese Challenge. Aber auf der anderen Seite, da müsste ich auch die Videos nicht machen, wenn es auch so super einfach wäre. Deswegen wenigstens bleibt dann für mich noch irgendwie genug zu erklären. Ja, was ihr macht, was ihr für euch macht, das müsst ihr jetzt natürlich entscheiden. Lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen, wo ihr steht. Geht ihr auf die Esme-Fusion? Geht ihr auf diesen Heldenpfad? Wollt ihr vielleicht auch diesen schicken Rahmen mit Herzchen hier oben haben? Habt ihr genug gebunkert? Mich würde es super interessieren, wie das bei euch aussieht und ich freue mich total auf eure Kommentare. Und jetzt ist auch der Moment gekommen, auf den ich mich auch sehr lange gefreut habe, denn ich mache hier auf meinem Hell Hades Free-to-Play Challenge Account Splitter auf. Wir haben eine Progressivchance, also keine erhöhte Chance. Der Heldenpfad interessiert mich mit diesen Fragmenten überhaupt nicht. Also vielleicht stellt ihr euch dann die Frage, warum mache ich auf diesem Account Splitter auf? Denn ich rate natürlich jedem von euch, der nicht auf die Fusion geht,
absolut davon ab, dieses Wochenende Splitter zu öffnen. Hintergrund für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, die Hell Hades Free-to-Play Challenge ist ja eine auf 3 Monate limitierte Challenge. Wir sind jetzt, wenn ich mal einen kurzen Blick auf meinen Account werfe, ich bin jetzt an Tag 36. Ein Update-Video dazu kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen raus, mal sehen. Denn ich habe so ein paar großartige Dinge gemacht. Ich meine, ich zeige euch das ganz kurz, weil es jetzt verschwindet in 2 Stunden 30 Minuten. Aber ich bin zum Beispiel hier beim harten Turm des Verderbens gestern an der 30 vorbeigekommen. Ich möchte jetzt auch nach dem Recording dieses Videos hier noch versuchen, zumindest bis zum nächsten Boss vorzukommen, weil jede Stufe, die ich hier schaffe, gibt Punkte. Alles, was man in dieser Challenge erreicht, gibt Punkte. Auch normal habe ich geschafft, ich glaube, an Tag 34 der Challenge. Und ich bin gut unterwegs und kann aber diesen Account nach 3 Monaten im Prinzip ausschalten und beiseite legen. Deswegen ist auch hier eine Mine nicht aktiviert. Deswegen habe ich den Account auch anders gespielt, als ich einen Free-to-Play-Account spielen würde, den ich langfristig habe. Wenn euch das interessiert, schaut gerne auf meine Playlist zum Free-to-Play 24. Das habe ich ja letztes Jahr genauso wie den hier neu angelegt. Den spiele ich aber wirklich so, wie ich als richtiger Spieler einen Account spielen würde und nicht einfach nur mit dem Fokus auf 3 Monate. Warum also hier die Splitter aufmachen, wenn ich jetzt noch eine Woche warten würde? Bedeutet das, dass ich in dieser Woche vielleicht in Champions investiere, die auf 60 gehen. Das ist das, was der Account im Augenblick ja auch ganz intensiv macht. Champions leveln, neue Champions auf 60, gute Champions für die Fraktionskriege auch auf 50. Dass ich in Champions investiere, die ich vielleicht gar nicht mehr brauche, weil ich nicht weiß, was in diesen Splittern steckt, die sich bei mir aufheben. Ich meine, eine Überlegung, die ich machen könnte, ich hebe mir die heiligen Splitter für nächste Woche auf, weil wir da ja diese doppelte Chance auf heilige Splitter erwarten. Aber im Endeffekt ist es Glück. Und ich hatte ja noch so gut wie kein Glück. Ja, ich habe einmal einen legendären Champion gezogen, sogar bei diesem 1+1, aber das war Lugan und Deliana. Das ist jetzt kein absoluter Brecher. Und wenn wir einen Blick in meine Fähigkeiten werfen, dann sehen wir, ich habe sogar 5 legendäre Bücher noch übrig. Ich werde Wukong nicht bucken, das lohnt sich bei mir auf dem Account nicht. Und das Ausbildungsereignis, was ich auch noch abschließen werde heute, gibt mir nochmal ein Buch. Ich möchte also natürlich einen guten legendären Champion aus dem Pull auch rausziehen. Im Idealfall einen Champion, der als guter Supporter, Heiler, Wiederbeleber auch gilt. Wir haben eine Progressivchance und mit dem Hinblick, was ich gerade gesagt habe, ist es natürlich naheliegend, dass ich mir eine Ancora reinnehme. Ist super Wiederbeleber. Ich habe einen Cleanse auch mit drauf. Sie ist auch ohne Nasis ein extrem guter Champion. Modo wäre für den Account ein ganz guter Kontroll-Champion tatsächlich. Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Kupitus ohne seine Venus kann nicht viel. Rotos ist hauptsächlich in der Arena gut. Den brauche ich nicht. Ich meine, eine Überlegung, die gerade weil ich im Hinblick auf, auf das Spinnen-Dungeon, könnte ich natürlich auch sehr stark einen LP-Burn brauchen. Also eine Sekier wäre auch eine ganz spannende Alternative, die mir einen AOE LP-Burn auch liefert. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem hier auf die gute Ancora bei den leeren Splittern. Da steckt dann natürlich ihr Partner Nasus mit drin. Vielleicht, wenn ich Ancora aus den blauen und gelben Splittern ziehe, vielleicht wähle ich auch hier dann noch eine Nasus aus. Ansonsten in dem Setup, es sind ja die Partner der Champions, die wir gerade gesehen haben, aber mit dem Hinblick, ich brauche einen guten Supporter, ich brauche einen guten Wiederbeleber, nehme ich mir auch die Siphi mit rein. Ich meine, auch ein Cardiel wäre super, ich hätte noch mal einen Ally-Attack, also Cardiel würde mir realistisch beim Clan-Boss auch noch mal richtig was bringen. Der Heal von Cardiel ist auch besser als der Heal von Siphi. Ich habe auch einen Cleanse dabei, aber Siphi bringt einen Plus Defense mit dazu, natürlich den Geschwindigkeitssteigerer. Also Siphi ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Wir beschwören den ersten Splitter und es ist blau. Ich befürchte, wir ziehen ganz viel blau. Aber dann habe ich immerhin Food-Items, um den nächsten hochzubringen. Ein Flickenvieh brauchen wir nicht. Wir Schade, keine Siphi auf dem Account. Das wäre wirklich schön gewesen. Gut, zweimal Dreier Chicken. Wir gehen in die antiken Splitter auch rein. Wir öffnen einfach. Ich habe leider keine 10, deswegen kein 10er Pull. Ihr kennt mich, ich bin ein großer Freund. Oh! Oh! Das ist groß. Ich glaube, jetzt hätte ich fast das gesamte Haus hier wach geschrien. Bad El Cassar auf dem Free-to-Play 2025 ist ein phänomenal großartiger Pull.
Ich habe den besten Heiler und Gifter, den ich mir für den Clan-Boss vorstellen kann. Da ist mein nächster 60er. Ohne zu überlegen. Absolut klar, da gehen meine Bücher rein. Er braucht auch so gut wie gar keine. Schaut euch das an. 5, 7 Bücher. Und ja, auch die bei der A1 kann ich mir sogar schenken mit ein bisschen Glück. Entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten. Ich habe also einen Full Cleanse dabei. Ich bekomme eine Dauerheilung auch noch mit drauf. Die Gegner bekommen Gift mit drauf. Ich mache mehr Schaden, wenn Gift ist. Bad Alcazar wird meinen Clan-Boss-Schaden einfach sprengen. Das ist ein phänomenaler Pull. Wow, Gänsehaut. Der Free-to-Play-Account kann jetzt so richtig abgehen. Endlich habe ich mal Glück hier mit diesem Puls. Richtig, richtig gut. Okay, das kann schon mal gar nicht mehr besser werden. Bad L war einfach super. Ich war noch nicht im Mercy. Ich habe sehr, sehr viel Blau aufgemacht, ohne dass was gekommen ist. Aber im Mercy war ich noch nicht. Bad El Cassar. Und was mich besonders freut, Bad El Cassar hat mich auf meinem Hauptaccount. Oh, da muss ich mal gleich aufräumen. Bad El Cassar hat mich auf meinem Hauptaccount jahrelang vermieden. Kam jetzt letztens irgendwann mal dazu, aber natürlich spiele ich ihn da nicht mehr, weil ich ihn nicht brauche. Auf dem Account kann ich ihn jetzt richtig spielen und nutzen. Also auch genau das sorgt für eine ganze Menge Freude. Ich kann mir leider weder mit einer Million Silber noch mit 100 Juwelen will ich mir das leisten. Deswegen räume ich kurz auf und dann bin ich wieder da. Es ist wieder genug Platz auch mit da. Es kann weitergehen. Wir brauchen in Summe noch 5, 7 Plätze. Platz ist da, Silber ist da. Einmal, wenn ich es vorher nicht checke, aber ich bin immer noch im Rausch durch Bad El Cassar. Ja, wir haben eine 20-fach Chance für Ancora, nehme ich jetzt natürlich auch noch. Wobei die Frage ist, ob mir Bad El Cassar nicht tatsächlich ausreicht, um meine Champions auch durch die Dungeons und durch die verschiedenen Spielebereiche auch zu tragen und nicht stattdessen vielleicht auch auf Sikia gehe, gerade auch für die Spinne. Aber ich sag mal, ich habe jetzt hier diese 20-fach Chance schon, eine 15-fach macht ja sowieso keinen großen Unterschied. Also wir öffnen hier noch ein bisschen weiter, wir sammeln noch ein bisschen Food ein. Eine Frozen Banshee, die werde ich jetzt gerade mit dem Bad El Cassar auf meinem Account nicht mehr brauchen. Leider kein epischer, selbst ein schlechter epischer, es ist einfach schon mal ein Vierer Chicken und würde mich Champion Training sparen. Oh, eins ist noch da, dann öffnen wir das eine auch noch. Wir haben es beschworen. Ich meine, irgendwann muss ein epischer auch mal kommen. Hier ist der bärige Eisbrecher, das ist der weiße Bär. Den schwarzen hatte ich das letzte Mal gezogen, das war off-camera tatsächlich. Nur den habe ich dann als Futter auch benutzt, weil ich nicht gesehen habe, dass ich ihn wirklich sinnvoll einsetzen kann. Und ich habe das Futter für den letzten 60er gebraucht. Wie sieht es hier aus? Ich habe hier eine, wenn gebuckt, 30 mit Mastery 35% Chance, aktive Fähigkeiten zu blockieren. Ist eigentlich auch ganz lustig, vielleicht für die Vipern-Form. 35% ist ein bisschen weniger. Ich glaube, wäre gut, wenn die Chance höher wäre. Wir haben einen Crit-Quoten-Verringerer. Das ist natürlich jetzt ein Debuff, den man sehr selten wirklich gut benutzen kann. Ist ein AOE-Angriff. Wir haben hier eine passive verringert den Schaden, den alle Verbündeten durch kritische Treffer erleiden, um 15%. Also er geht immer irgendwie gegen kritische Treffer vor. Und ja, ich muss sagen, das ist für mich realistisch Futter. Also den werde ich nicht bauen. Er könnte mich bei den Fraktionskriegen theoretisch auch weiterbringen, aber das kann dann auch ein guter Söldner. Und die Frage ist, wie weit kann und will ich da auch weitergehen? Ich mache auch den roten jetzt auf. Ich mache heute einfach alles auf, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir in den nächsten, wir haben jetzt noch knapp 1,5 Monaten in den Challenge, eine Zweifachchance auf mythische kommt. Deswegen klicke ich hier. Oh, ich habe keine progressive ausgewählt. Nein, aber es kommt eh nur ein blauer raus. Deswegen denkt daran, die roten sind im Herz auch einfach nur blaue Splitter mit einer minimalen 0,5% Chance. Wenn ihr natürlich eine Zweifachchance habt, also gerade eine Zweifachchance hier bei den Roten sorgt für eine extrem gute Gelegenheit, epische Champions zu bekommen. Also das ist schon besser, aber sie sind auch sehr hoch bepreist. Was ich nicht vergesse jetzt bei den heiligen Splittern, ich bin immer noch im Rausch. Ich nehme hier trotzdem wieder Ancora mit rein. Wir haben 2 heilige Splitter. Wir haben noch gerade so genug Silber. Silber ist das Hauptproblem auf diesem Account. Wir machen weiter. Es ist ein epischer, es ist eine ich dachte zuerst eine Spinne, nein, es ist ein Vampirzahn, die sehen sich sehr ähnlich aus. Ist für die Fraktionskriege definitiv ein epischer Champion, den ich benutzen werde. Vor allem, ich habe hier eine sehr lange Abklingzeit, weil er keine Bücher bekommen wird, aber es ist halt ein Retzen-Wiederbeleber dabei. Das hilft mir bei den Dunkelelfen sehr. Und ich habe auch eine kleine Geschwindigkeitsaura, also für die Fraktionskriege ist das ein guter Pull, der geht wahrscheinlich dann auch irgendwann mal im Verlauf der nächsten Zeit auf Rang 5 zumindest. Der nächste epische im Bunde
Okay, das ist ein Arndulf. Von Arndulf halte ich nicht so viel, auch wenn ich Pferde mag und er mag auch sehr viel Pferde. Aber ne, Arndulf wird auf dem Account auch bei den Bannerlords nicht viel machen. Er hat eine sehr geringe Chance, auf der A1 für den Epischen zu provozieren. Da gibt's bessere, seltenere Champions. Wir haben einfach super geringe Wahrscheinlichkeit, hier eine normale Angst auch zu verleihen, AOE mit Schwäche und eine passive, die ihm selbst noch irgendwie Gegenangriff verleiht. Also, Arndulf ist meiner Meinung nach einfach ein schlechter Champion. Nein, ich teile auch nicht diese einigermaßen guten Bewertungen. Die sehe ich bei ihm nicht. Man kann ihn potenziell beim Feuerritter spielen durch die Schadensreflexion, um dann auch dieses Schild noch ein bisschen runterzubekommen, aber da habe ich viel, viel bessere Champions im Gepäck. Also ja, beim Feuerritter, der ist hier lustigerweise ist der Feuerritter mit unter 4 dann auch bewertet, obwohl auf 3 Runden Cooldown die A3 für den Feuerritter wirklich gut ist. Ich meine, wenn jetzt der erste Angriff, wenn jetzt die A1 noch ein Doppelhitter oder vielleicht sogar ein Triple-Hitter wäre, bei dem jeder Angriff eine Chance auf Provozieren hätte, ich glaube, dann wäre er auf der einen Seite für die Hydra doch noch mal besser, weil ich hier 'n AOE-Schwächen mitbringe, auf der A1 eine größere Chance zu provozieren und für den Feuerritter könnte ich dann auch durch diesen Triple-Hitter auf der A1 richtig was anrichten. Also, diese kleine Änderung und Arndulf kann was. In dem Fall kann Arndulf nichts. Ich werde als Futter natürlich noch eine Menge grüne Splitter auch aufmachen, aber ich kann mich nicht beschweren, denn wir haben einen neuen legendären Champion. Wir haben den ersten wirklich guten legendären Champion hier bei mir im Gepäck. Die Champion-Geschichte ist auch da. Vielleicht lese ich sie heute Abend im Stream vor. Ich bin jetzt einmal froh, wenn die Videos mal nicht so lange sind. Ich verweise hier aber auch gerade zu Bad Alcazar nochmal auf die Serie Call of the Arbiter. Wir haben hier eine komplette Episode, die sich um Bad Alcazar dreht. Also schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr wissen möchtet, welcher Champion dahinter hängt. Ich gehe jetzt zurück in den Grind. Ich muss noch ein bisschen versuchen, beim Doom Tower weiterzukommen. Ich muss unbedingt Bad Alcazar grinden. Ihr seht, ich bin kurz bei Level 54. Freut euch auf das nächste Video. Update des Challenge-Accounts. Im Augenblick bin ich noch auf Platz 2 dieser gesamten Challenge. Halte den Vorsprung auch vor Nubraids und vor Hell Hades, die aber einen super Vorsprung machen. Und was natürlich mich immer ausbremst, sind teilweise diese Aufgaben und auch die Arena. Aber da sprechen wir morgen drüber. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Habt viel Spaß mit Raid. Habt viel Spaß im Leben. Ciao, ciao. Euer Bohn.